Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Die Stadt gehört mir und es wird Zeit, dass du wieder abhaust. Bleib doch sitzen. Caleb Reese war einer der kriminellsten überhaupt in Need for Speed. Er war zwar nicht in der Rockport Blacklist gelistet, wurde aber trotzdem landesweit gesucht. Er wurde in Bayview geboren und wuchs dort auf. Sein Vater war ein brutaler Misskerl, der regelmäßig kleinere Raubüberfälle begangen und zu Hause immer wieder die Hand gegen ihn und seine Mutter erhob. Caleb hatte also eine schwere Kindheit. Mit 16 rannte er von zu Hause weg und lebte ganze 8 Jahre auf der Straße, wo er lernte, sich ohne Geld durchzuschlagen. Als er 24 wurde, traf er auf einen Menschen, der sein Leben komplett ändern würde. Es war Darius, der gerade mal 2 Jahre jünger war, aber schon groß im Geschäft war. Caleb wurde einer von Darius' Fahrern. Doch erkannte Darius schnell, dass Caleb mehr als nur ein Fahrer sein kann. Er macht sich die Hände schmutzig, ohne groß darüber nachzudenken. Kein Gewissen, keine Gnade. Das lernte Caleb auf der Straße. Von dem Tag an kümmerte sich Caleb um besondere Angelegenheiten von Darius, die etwas mehr Härte erforderten. Eines Tages sagte Darius, er würde sich nach Pullman begeben, um dort seine Geschäfte weiter auszubauen. Caleb sollte die Führung in Bayview übernehmen und alles am Laufen halten, während Darius insgeheim im Hintergrund die Befehle gibt und quasi der Sponsor ist. Alles lief wunderbar, bis sich Caleb eines Tages dazu entschied, nach Hause zu gehen, um einfach mal nach seiner Mutter zu sehen. Also kehrte er nach Hause zurück. Seine Mutter war überglücklich, ihn wiederzusehen, doch Caleb war bloß schockiert, wie seine Mutter aussah. Sein Vater war immer noch der gnadenlose Bastard und als er reinkam, lachte er und fragte, was sein Versagersohn hier will und warum diese blöde Schlampe weint. Bist ja ganz schön gewachsen, du Stück Scheiße, sagte der Vater. Caleb antwortete aber nicht. Er schaute ihn mit einem eiskalten Blick an, zog eine Waffe und erschoss seinen Vater. Calebs Mutter war schockiert und fiel völlig verängstigt in eine Ecke des Raums. Caleb ging zu ihr und sagte, sie muss keine Angst haben. Von heute an wache ich aus dem Schatten heraus über dich. Er legte ihr einen Umschlag mit Geld hin und sagte, ruf jetzt die Polizei, sag, ein Einbrecher war hier, aber versteck vorher das Geld. Du kannst jetzt ohne Angst und Schmerzen leben. Dann ging Caleb und zerstörte dabei noch ein wenig von der Einrichtung, um den Schein eines Einbruchs zu simulieren. Von da an lief erstmal alles recht gut für Caleb, bis er eines Tages den Auftrag bekam, einen Newcomer in Olympic City auszuschalten. Dieser war Darius ein Dorn im Auge. Genauere Details wieso und weshalb gab Darius nicht an. Caleb weiter. Aber das war für ihn auch nicht von Interesse. Auftrag ist Auftrag. Du gefällst uns. In meinem Team wäre noch ein Platz für dich frei. Eine andere Antwort als Ja zählt nicht. Na, wie sieht's aus? Hier geht voll die Party ab und alle warten auf den Star. Gib Gas und komm her. Hallo? Hallo? Ja, alles okay. Ich musste mich nur gerade um ein kleines Problem kümmern. Einige Zeit später machte das Gerücht eines neuen Fahrers in Bayview die Runde. Caleb schenkte der Sache aber zunächst keine Aufmerksamkeit. Doch es wurde immer lauter um den Fahrer, bis Caleb schnallte, dass es der Typ aus Olympic City war. Er setzte seine Leute auf ihn an, doch die waren nicht in der Lage, ihn zu schlagen. Auch Darius bekam davon mit und machte Druck auf Caleb. Was seid ihr nur für Schlappschwänze? Keiner von euch kann diesen Kerl fertig machen. Keiner! Was meint ihr, was passiert, wenn er weitergewinnt? Dann könnt ihr euch verabschieden. Von euren Sponsoren, von der ganzen Kohle, von allem. Wir kümmern uns drum. Diesmal kommt er uns nicht davon. Ihr sorgt dafür, dass er ein für alle Mal verschwindet. Oder ich mache euch kalt. Das
Das Problem war, der Fahrer hatte sich schon einen ordentlichen Ruf erarbeitet und war zu bekannt, um ihn einfach so auszuschalten. Man würde Caleb schnell verdächtigen, da er bereits lauthals zu erkennen gegeben hat, dass er ein Problem mit ihm hat. Doch irgendwie musste er ihn aufhalten, sonst würde er alles verlieren. Denn neben Darius hatte Caleb mittlerweile auch andere, seriösere Sponsoren, wie zum Beispiel bekannte Tuning-Teilhersteller. Caleb versuchte also weiter, den Fahrer Legit durch Straßenrennen fertig zu machen, doch er scheiterte letzten Endes und verlor alles, was er sich in Bayview aufgebaut hatte. In einem Wutanfall schoss er auf seinen Wagen, der dann auch noch plötzlich Feuer fing und abbrannte. Caleb konnte sein Pech kaum fassen, bis Darius anrief. Zunächst konnte Caleb sich ordentlich was anhören, doch machte Darius ihm ein Angebot, ihm wieder auf die Beine zu helfen, denn Caleb war für ihn ein wichtiges Instrument. Caleb sollte weiter für ihn arbeiten, sich aber aus der aktiven Racing-Szene raushalten und eher wie ein Geist agieren. Caleb bekam ein Versteck von Darius gesponsert und einen neuen Wagen, ein Dodge Challenger. Caleb fragte Darius, ob er sich um den Typ kümmern sollte, doch Darius lehnte ab. Er sagte, er hatte ein paar Leute in Rockport, die sich darum kümmern werden. Caleb sollte sich stattdessen mit einem Typen namens Mercer treffen. Er hätte eine Lieferung für Darius, einen besonderen Audi. Verscherzt es dort bloß nicht, sagte Darius. Der Typ handelt zwar mit gestohlenen Autos, ist aber auch ein Cop, also halt den Ball flach. Caleb erledigte seinen Job, aber dort war noch ein Cop namens Cross, der mit Mercer über einige Dinge in Rockport redete. Irgendwas über einen speziellen BMW und der Blacklist. Caleb war neugierig, er machte sich nach dem Job auf nach Rockport. Dort traf er auf Izzy, gegen die er ein Rennen fuhr und verlor. Darius bekam die schnell mit und orderte Caleb auch sofort wieder zurück. Einige Zeit verging und überall war von dem Typen zu hören, der die Blacklist in Rockport auseinandernimmt. Darius hatte Caleb verboten, sich dort einzumischen, doch er konnte nicht anders und fuhr wieder nach Rockport. Dort traf er wieder auf Izzy und der Vorfall, bei dem Izzy ihren Bruder verlor, ereignete sich. Mehr darüber erfährst du in Izzy's Story, die findest du in der Playlist. Die Dinge nahmen ihren Lauf und Darius war maximal angepisst, ahnte aber noch nicht, was alles im Gange war. Caleb war Ziel von einem Zusammenschluss aus Blacklist-Fahrern und Cops. Ming, Webster, JV, Mia und Rock bereiteten sich vor, Caleb dingfest zu machen. Sie hatten viele Infos durch Bull, Ronnie, Razor und andere. Und wie sich all das entwickelte, wissen wir ebenfalls aus den vergangenen Stories. Irgendwann war Tag X dann gekommen. Die Crew machte sich auf, Caleb abzufangen. Der war gerade auf dem Weg durch die Canyons, um einen Anschlag auf den M3-Fahrer zu verüben. Denn die Situation in Portland war bereits am Eskalieren und es kam bereits zum Duell zwischen Darius und dem Fahrer. Caleb sollte im Canyon darauf warten, dass Darius und der Fahrer vorbeikommen und den Fahrer dann durch die Leitplanken crashen, so dass er auf jeden Fall ums Leben kommt. Caleb war spät dran und raste über die Autobahn Richtung Canyons, als plötzlich eine grüne Viper in seinem Rückspiegel auftauchte. Es war JV. Zunächst schenkte Caleb ihr keine große Beachtung und trat noch mehr aufs Gas, doch zu seiner Überraschung überholte ihn die Viper. Sie schien unfassbar viel Power zu haben. Dann setzte sich die Viper vor ihn und versuchte ihn auszubremsen. Caleb war überrascht, aber ahnte schnell, dass man es vielleicht auf ihn abgesehen hatte. Caleb wollte gerade JV rammen, als links und rechts wie aus dem Nichts ein Gallardo und eine Corvette auftauchten. Es waren Ming und Webster. Caleb steckte in der Klemme. Also bremste er, um aus dieser Formation zu kommen, doch dann knallte es nur einmal laut. Hinter ihm war ein riesiger SUV. Als er genauer hinsah, erkannte er, dass ein K9-Fahrzeug aus Rockport hinter ihm war, in dem Mia und Rock saßen. Caleb wurde nervös und begann links und rechts auszusteuern und rammte immer wieder Ming und Webster, bis die beiden Platz machen mussten. Doch konnte Caleb nicht entkommen. Der SUV rammte ihn so, dass er ins Schleudern geriet und zum Stillstand kam. Ming und Webster rannten zum Dodge und zogen Caleb heraus. Der wehrte sich natürlich. JV und Rock kamen aber dazu und brachten Caleb zu Boden. Doch in dem Moment zog Caleb eine Waffe und schoss wild in die Menge. Er traf Webster, welcher sofort zu Boden ging und sich nicht mehr rührte. Caleb stand auf, JV machte Anstalten, Caleb wieder überwältigen zu wollen, doch Caleb schoss dann auch auf ihn. Mia zog ebenfalls ihre Dienstwaffe, aber Caleb war schon wieder zum Dodge gerannt. Mit durchdrehenden, laut quietschenden Reifen schob Caleb die im Weg stehende Viper weg und schrie dabei, dass er sie alle umbringen würde, wenn er mit diesem Dreckskerl fertig ist, der gerade gegen Darius fährt.
Caleb war entkommen. Und Rock schrie Mia an, warum sie nicht geschossen hatte. Doch Mia schien geschockt zu sein. Sie hatte wohl nicht gedacht, dass die Sache so eskaliert. Sie schaute sich um und ging dann zu JV, welcher blutend auf dem Boden saß, angelehnt an Mings Lambo. Und dann hörten sie Ming schreien. Mit Tränen in den Augen brüllte er so laut, dass es durch die Berge schallte. Wir brauchen einen Notarzt. Wester atmet nicht mehr. Wir brauchen Hilfe. Verdammt, tut was. Bitte, bitte helft ihm. Rock rief schnell einen Krankenwagen, während Mia Cross informierte, was passierte. Im selben Moment hörten sie das laute Brüllen eines V8-Motors, als plötzlich ein Auto an ihm vorbeischoss. Der Wagen war so schnell, dass man ihn nicht erkennen konnte, aber Mia hatte einen Verdacht. Sie rief Rock, er solle einsteigen, es gebe noch eine Chance. Doch Rock lehnte ab, er wollte erste Hilfe leisten, denn er war der Einzige, der etwas medizinisches Verständnis hatte. JV rief Mia zu, gib Gas, ich fahre dir hinterher und halte dir den Rücken frei. Aber Mia wunderte sich, du wurdest doch selbst angeschossen. Aber JV entgegnete nur, ach, ist doch nur eine Fleischwunde. Jetzt gib Gas, die Jungs kommen schon klar. Mia und JV nahmen also wieder die Verfolgung auf. Währenddessen war das Rennen zwischen Darius und dem Fahrer im vollen Gange und Caleb war mit einem Affenzahn auf dem Weg dorthin. Fest entschlossen, den Fahrer endgültig zu erledigen.